Leute, was geht? Ich bin Rebecca und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video hier aus Südkorea. Heute kommt die ultimative Challenge, die man, glaube ich, hier unbedingt mal machen sollte. Und zwar 24 Stunden nur Convenience Store essen ist erlaubt. Das heißt, quasi alles nur, was es hier in diesen Spätis, Kiosks gibt. So würde das, glaube ich, bei uns heißen. Auf jeden Fall sind das Läden, die oft 24 Stunden aufhaben. Und dort gibt es sämtliche Snacks, Desserts. In der Regel hat auch jeder Convenience Store eine Station, wo du deine Nudelpackung machen kannst oder halt dein Essen aufwärmen kannst in der Mikrowelle. Und ja, dann gibt es manchmal auch noch so Dinge, die man vielleicht benötigen könnte, wie zum Beispiel Kabel oder Akkus oder was auch immer. In Japan gab es da ja auch schon solche Läden. Und hier gibt es die auch. Und es gibt hier, meine ich, 3 große, wenn ich mich nicht täusche. CU, GS25 und 7-Eleven. Vielleicht sagt euch das dritte auf jeden Fall was. Und ich werde sie alle ausprobieren in den 24 Stunden. Wir brauchen ja Frühstück, Mittag, Abendessen, Snacks, also das volle Programm, Leute. Also mal gucken, ob es lecker wird oder voll weird. Und ich habe danach keine Lust mehr auf dieses ganze Fastfood, weil eigentlich ist es ja irgendwie Fastfood und Junkfood. Ich teste es, aber erstmal lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Like nicht vergessen, wenn ihr mehr Videos hier aus Südkorea sehen wollt. Mehr Challenges, mehr Spooky-Videos. Mal gucken, ob auch heute Abend irgendwas Gruseliges passiert. Und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ist euer absoluter Lieblingssnack? Was könnt ihr 24 Stunden die Woche essen? Und ja, ich würde sagen, los geht's. Und der erste Stop wird sein 7-Eleven, weil es gibt hier einen größeren in der Nähe. Und da gehen wir hin. Dort holen wir uns was zum Frühstück und mal gucken, was es sein wird. Und endlich da. Let's go. Ich hoffe nicht, dass da Musik spielt. Ansonsten habe ich ein bisschen ein Problem, aber ich werde dann einfach ein Voice-Over machen. So, eben Korb geholt. Boah, guckt euch mal einfach diese riesige Nudelpackung an. Die ist so groß. Das hier könnt ihr wirklich auch essen, solche Onigiris. Oder wir haben hier Sandwiches, aber irgendwie sieht das schon so leergefegt aus. Wo ist das Essen hin? Wir haben hier Kimbap. Das ist eigentlich auch sehr lecker, sehr nice, überlege ich mir, vielleicht esse ich das. Wir hätten hier auch diese gehypten Getränke hier. Hier gibt es die hier einmal, aber ich habe Angst, dass ich wieder das Falsche nehme, aber ich sollte es diesmal übersetzen. Obwohl hier steht Joghurt. Ich glaube, das ist einfach nur Joghurt mit Traube. Okay, das sieht sehr nach einfach nur Wassermelonenlimonade aus, aber ob ich das heute Morgen so trinken will, weiß ich nicht. Wir hätten noch ganz viel Kaffee, aber ich bin nicht so der Kaffee-Fan, Leute. Aber für alle, die Kaffee lieben, hier, bitteschön. Hier sind die ganzen Eiswürfelbecher. Oh mein Gott, das sieht auch richtig lecker aus, so Fishcake. Hier ist zum Beispiel eine Mikrowelle, wo man das Ganze warm machen kann. Und man kann auch nett fragen vorne und dann erklären die einen das auch, wie das Ganze funktioniert. Leider konnte ich plötzlich nicht mehr reden, weil die Musik einfach zu laut war. Überall spielt K-Pop. Ein Traum für jeden, der K-Pop liebt. Auf jeden Fall dachte ich mir, zeige ich euch mal eben, wie so ein Convenience Store so allgemein aufgebaut ist. Zeige ich so ein bisschen, was die hier so haben. Die haben wirklich alles an Snacks, Getränken und ganz, ganz viele Suppen natürlich. Von super scharf bis eigentlich fast nie nicht scharf, leider. Ja, aber ich habe trotzdem eine gefunden, die weniger scharf war. Und weniger scharf, ihr hört richtig. Auf jeden Fall gibt es ganz viel Eiskaffee, probiotische Drinks, Joghurtdrinks, Bananenmilch, Erdbeermilch, Säfte, alles findest du dort, einfach in so einem kleinen Store. Und dann kann man auch noch solche Würstchen holen, solche Spieße, Hähnchenkeulen sogar. Ja, Joghurt. Wie ihr sehen könnt, alles. So Leute, das ist jetzt mein Frühstück. Ich bin gerade draußen, weil der Tisch ist besetzt mittlerweile. Und die Musik ist auch ein bisschen laut. Ich muss eben warten auf meine Nudeln. Mal gucken, ob es nachher anders ist, ob ich nachher Platz habe. Ansonsten esse ich einfach draußen. Aber die habe ich mir mitgenommen. Als Frühstück, Leute, ja. Und dann habe ich mir noch eine Bananenmilch geholt. Yummy, die ist so lecker. Es gibt noch Erdbeer und Melone. Und dann noch in Light- und Zero-Variante die Bananenmilch. Aber ich habe jetzt nur die gefunden. Okay, Leute, Taste-Test. Mal gucken, wie es schmeckt. Es ist ein bisschen scharf, aber noch auszuhalten, es geht. Also es ist nicht so schlimm. Und die Nudeln, die sind richtig lecker, weil die schmecken so frisch irgendwie. Nicht so wie diese getrockneten, die normal drin sind. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Tofu und so Grünzeug. Keine Ahnung, was das ist. Spinat oder so, Wasserspinat. Aber ja,
Das ist sehr nice. Ich habe eine gute Nudelsuppe ausgesucht, Leute. Ich bin gerade echt happy darüber. Ja, und das werde ich jetzt eben aufessen und meine Milch hier trinken. Und dann probieren wir nachher vielleicht ein paar Snacks. Und dann werde ich mal schauen, wo ich hinfahre gleich. Ich habe gar nicht so richtig geplant. Also einige Sachen habe ich mir aufgeschrieben heute, aber für heute habe ich nicht so richtig geplant. Ich werde einfach mal ein bisschen rumschauen. Auf jeden Fall werde ich jetzt eben aufessen, bevor gleich die Musik wieder losdudelt, Leute. Die ist echt laut teilweise. Ich habe jetzt fertig gefrühstückt. Ich würde sagen, es war eine 5 von 10. Also ich meine, ich hatte was Warmes, das muss man ja positiv sehen. Aber ich glaube, das geht noch deutlich besser für Convenience Store. Deswegen schauen wir einfach mal, was ich noch zum Mittag finde. Aber jetzt bin ich erstmal pappensatt. Wir werden auf jeden Fall nach Myeongdong gehen, weil ich dachte mir, da werde ich noch ein bisschen durch die Läden laufen, durch den Stadtteil und so. Und da werde ich auf jeden Fall nach einem großen CU Ausschau halten. Und was es dann zum Mittag geben wird. Und ich versuche alle Bananenmilch auszuprobieren. Also, was heißt Bananenmilch? Es ist eine Bananenmilch, eine Erdbeermilch und eine Melonenmilch. Und mal gucken, welches am Ende gewinnen wird, meiner Meinung nach. Vielleicht sind die anderen ja noch besser. Die Bananenmilch ist ja am gehyptesten, deswegen ich probiere sie alle, Leute. Und ich würde sagen, let's go. Und ich habe mir noch einen kleinen Anhänger geholt und guck mal, wie süß die sind. Okay, gucken wir mal rein. Und tada! Sieht einfach mal so aus wie so eine Bonbon-Packung. Und da sind so kleine Streusel drin und so. Ich hätte gern den da gehabt oder den hier. Aber ja, die beiden sind so süß. Oh mein Gott, wie sieht das denn aus? So süß. Das erinnert mich so sehr an Japan, nur in noch größer. Oh, wie süß. Fresh cut sushi on a platter, brandy, honey, it don't matter shots. Till I drop, gonna be 24/7, golden hour like a boss. And they say, yo, guess you got a 2 o'clock appointment for a champagne shot, whoa, yeah. I'm busy trying to take it higher, got no time for never, only spending cheddar. Wish I could do this forever. Chilling with the hottest company, they all wanna welcome me to their private penthouse suite. Yeah, now I got the key. Rooftop pool, got a heli on speed. Ocean view from the highest. Ich bin jetzt wieder im Hotel. Kurzer Zwischenstopp, denn ich wollte nicht die ganzen Sachen mitschleppen, die ich mir geholt habe. Bin ein bisschen eskaliert, Leute. Mit Krimskrams. Mit Krimskrams. Aber ich liebe einfach cutes Zeug. Wer ist genauso? Schreibt mal gerne, Becky, ich bin genauso in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin gekommen seid und genauso seid wie ich. Ich habe auch Snacks geholt bei 7-Eleven, die wir jetzt eben mal ausprobieren werden. Also es ist Zeit für Beckys Challenge Korea-Edition. Und zwar fangen wir direkt an mit tada, Cheetos in Erdbeer-Edition. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich nicht. Normalerweise sind die Dinger ja scharf und salzig. Probieren wir die mal. Oh mein Gott, da kommt gleich direkt so boom, Luft raus mit Erdbeerduft. Das riecht wie Erdbeermilch. Leute, ich brauche die Erdbeermilch jetzt. Erdbeermilch mit dem hier Goals. Solche fetten Tatzen. Sind zwar sehr süß, aber Leute, die schmecken wie Erdbeermilch. Wie geht das? Das ist so lecker. Wow. Probieren wir als nächstes Honey Butter Popcorn. Okay, es riecht bislang nur nach süßes Popcorn. Bisschen salzig. Salzig süß. Man schmeckt die Butter. Den Honig schmecke ich nicht so richtig raus. Aber es ist so ein klein wenig Süße dran. Vielleicht soll das einfach süß-salziges Popcorn sein. Das könnte sein. Schmeckt aber eigentlich ganz lecker. Dann, Leute, Butter-Mais-Flips oder so. Alter, guckt euch diese Verpackung hier an. Guckt euch das an. Das sieht allein schon lecker aus. Das riecht nach Butter, Leute. So richtig nach Butter. Und guckt mal diese fetten Bälle hier an. Wow. Ist ja beides aus Mais. Das hat auf jeden Fall für mich gewonnen. Wenn ihr mal in Korea seid, bitte probiert das. So lecker. Dann, Leute, Churros. Davon habe ich mehrere gesehen. Also es gab mehrere Editions. Das riecht so nach Churro, Leute. 3, 2, 1. Nicer Crunch. Schmeckt so ganz leicht nach Zimt. Ein bisschen süß, aber nicht zu süß. Was ist los hier? Warum sind diese koreanischen Snacks so lecker? Squid Game Kekse. Mal gucken, wie die so schmecken. Boah, die riechen nach Dalgona. Also es riecht mehr nach Dalgona, als dass es nach Dalgona schmeckt. Es ist gar nicht so süß. Normalerweise ist Dalgona ja quasi Karamell. Aber trotzdem ganz lecker. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es was super Außergewöhnliches ist. Also bei uns schmecken die Kekse einfach ähnlich. Und jetzt zu guter Letzt Freeze-Dried Jelly. Kreis
Squid Game Edition. Guckt euch mal den Ring an. Ich hoffe nicht, dass ich einen Zahn verliere. 3, 2, 1. Oh mein Gott. Das ist süß. Sauer, erinnert mich so ein bisschen so an Pfirsichring, aber in Melonengeschmack. Also ich glaube, es ist Melone. Ich meine schon. Ich glaube, es ist Melone. Ich finde es ein bisschen zu süß. Ich habe es mir härter vorgestellt. So hart ist es nicht. Aber würde ich es mir nochmal kaufen? Ich glaube nicht. Ab geht's Mittagessen. Mal gucken, wie der CU so sein wird, denn ich habe ihn gefunden. Und Leute, der sieht ziemlich groß und modern aus. Also vielleicht haben wir Glück und finden so richtig nice Sachen. Tada! Endlich angekommen. Ich weiß nicht, ob schon wieder Musik am Start sein wird, aber wir gehen jetzt in den hier rein. Keine Musik, was geht hier ab? Wir nehmen diesmal Erdbeermilch mit. So, hier in den lila Korb. Endlich kann ich reden, ey. Und was haben wir hier? Haben wir irgendwie nice Snacks. Soft Egg Cookie. Aber ich glaube, sowas in der Art haben wir bei uns schon. Bagel Chips. Oh, die klingen nice. Honey and Butter. Und Garlic Cheese. Oh mein Gott, die nehme ich mal mit. Die sehen cool aus. Haben wir irgendwas Cooles? Ey, die haben so viele Snacks, ne? Eigentlich sind die schon alle cool, aber ich kann nicht so viel essen, Leute. Hier haben wir auch noch irgendwie Gebäck. Was ist das denn? Aber hier ist es zum Glück eingeteilt in mild oder medium oder scharf. Oh, wie süß ist bitte die Verpackung hier, aber nicht noch mehr Milch für mich. Hier ist auch so eine Rahmenstation. Wie nice. Also, ich weiß nicht, ob ich lange reden kann. Manchmal ist die Musik richtig laut, deswegen nicht wundern, okay? Die Erdbeermilch war so lecker. Und dann habe ich diese Bagel Chips ausprobiert. Erstmal Garlic Cheese. Das war aber komischerweise irgendwie süß. Aber erinnerte mich sehr an unsere Brotchips, die wir haben. Und dann Honey Butter hat mir etwas besser geschmeckt. Aber ja, das Süße, das war sowieso süß. War nicht so sehr meins, aber es schmeckte besser als das davor. Dann habe ich so ein Garlic Bread mir gekauft, beziehungsweise Knoblauchbrot. Das war richtig weich und so riesig und schmeckte eigentlich ganz gut, wenn es nicht wieder süß gewesen wäre. Ich weiß nicht, warum alles süß ist. Das schmeckt irgendwie so süß. Alles schmeckt süß. Das schmeckt süß. Die Chips hier mit Käse schmecken süß. Aber es schmeckt so arg nach Garlic. Das ist ein richtig nice Garlic Bread, Leute. Ich weiß auch nicht, wie lange ich noch reden kann. Aber die Milch ist auch sehr lecker. Aber warum ist alles so süß? Wie cool ist das denn? So eine Station ist so nice. Hier läuft einfach mal Wasser runter und hier oben läuft eine Zeit ab. Und ja, wenn die Zeit abgelaufen ist, ist alles fertig und das kocht nachher noch. Aber wenn ihr mal in Südkorea sein solltet, beachtet, ihr müsst diese Schale kaufen. Die muss man extra kaufen. Ansonsten gehen die davon aus, du nimmst es einfach nur mit. Oder in manchen gibt es halt, oder wie hier auch, solche Becher, wo du einfach Wasser reinfüllen kannst. Und dann kannst du dir direkt die Suppe drin machen. Aber diese Boxen da, für diese Station muss man kaufen. Das ist umsonst, das muss man kaufen, damit ihr Bescheid wisst. Und die Schale kostet 2000 Won. Das sind 1,20 Euro. Guckt mal, wie das kocht, wie nice. Das Getränk, was ich mir ausgesucht habe, war so eine Art Eistee und war sehr lecker. Also Leute, die Nudelsuppe ist halt nicht so wirklich was Besonderes. Ist zwar schön warm, aber ist halt nur eine normale Nudelsuppe. Da ist eine Fliege jetzt reingefallen. Leute, wir haben ein Problem. Es ist eine Fliege in meiner Suppe gelandet. Warum wieder so ein Fail, Leute? Warum muss denn eine Fliege da reinfallen? Digga, du kannst doch nicht so essen. Du bist jetzt... Rest in Peace, Fliege. Rest in Peace, mein Essen. Tada, seht ihr das? Lecker. Ich meine, das ist eine Fliege. Das sieht zwar aus gerade wie ein Blatt, aber man sieht, dass es eine Fliege ist. Hier, seht ihr die Flügel und die Beine? Mir ist schlecht. Wir werden jetzt Abendessen, aber in einem 7-Eleven, in einem Einkaufszentrum. Ich habe gehört, der soll größer sein, aber ich stehe jetzt vor dem. Ich finde ihn nicht so viel größer, aber dafür moderner. Und ich glaube, ich sehe Pizza und Fishcake und so weiter. Also mal gucken, was ich wieder holen werde. Vielleicht haben wir da was Nices und mal was anderes als eine Nudelsuppe. Wir
ihr sehen könnt, war dieser 7-Eleven mega modern und es gab da einfach mal Pizza, Leute. Und solche Hähnchenteile, auch noch ziemlich viel verfügbar. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Nudeln, wieder so eine Nudelstation. Diesmal sogar mit so einem Kühlschrank, mit so Toppings, die du reinmachen kannst in deine Nudelsuppe. Aber ich habe nicht viel genommen, weil sonst wird es noch schärfer, als es sowieso schon ist. Und ja, hier wird nochmal ganz genau erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ich habe mir diese Nudelsuppe hier genommen und natürlich die Melonenmilch. Aber hier gibt es zum Beispiel auch diese Cup-Nudels, wo du das nicht extra kaufen musst. Und dann habe ich mir noch ein Wasser mitgenommen und ich habe nochmal geguckt, was es so für Limonaden gibt. Und da habe ich nochmal ganz andere Sorten gefunden. Wenn du diese Schale kaufst für diese Rahmennudelstation, kriegst du auch noch ein Getränk dazu. Das ist quasi so ein kleines Menü. Und ja, das habe ich dann zubereitet. Das ging super schnell und einfach. Und tada, fertig ist meine Nudelsuppe gewesen und ich muss ehrlich sagen, die hat mir von allen am besten geschmeckt. Die war auch nicht so scharf, ein bisschen, ein ganz kleines bisschen, aber nicht so krass, würde ich sagen. Und ja, das war die Pizza. Leute, 10 von 10 Aussehen, ne? So gut, aber dann habe ich reingebissen und dann dachte ich mir so, hä? Warum ist das süß? Leute, die Pizza schmeckte süß. Der Käse, alles schmeckte süß. Hä? Dafür kommt aber direkt nach der Bananenmilch die Melonenmilch für mich. Die ist auf Platz 2. Und dieser Hähnchenspieß hier war auch richtig lecker. Hätte nur wärmer sein können. Ich wünschte, die hätten es nochmal irgendwie erhitzt oder so. Dann wäre es so viel besser gewesen. Aber es war echt scharf. Und dieses Hähnchenteil, ich dachte, das sei normal. Nee, Leute, ist mit mega viel Pfeffer gewesen. Ja, und die Limonade war in Ordnung. Wie fand ich das Abendessen? Ich würde sagen, eine 8 von 10. Es war eigentlich ganz in Ordnung. Aber ich dachte, die Pizza wird es raushauen. Nein, Leute, es war wieder die Nudelsuppe. Die hat mir tatsächlich am besten geschmeckt und die Nudelstation war richtig nice und modern. Das fand ich cool. Man konnte eigentlich auch noch mehr Toppings nehmen, aber ich wollte es nicht so scharf haben. Und Sojasprossen wollte ich auch nicht drin haben, deswegen ich habe nur Käse genommen. Dennoch, diese Pizza schmeckt irgendwie süß. Ich weiß nicht warum. Warum schmeckt das wie eine Süßigkeit, wie ein Kuchen? Der Käse ist die Soße, da war keine Tomatensoße so drauf. Keine Ahnung, was war das? Aber das Chicken war ganz lecker, aber sehr, sehr scharf wieder. Sogar das Größere, wo ich anfangs dachte, das sei nicht so scharf, war trotzdem scharf. Es schmeckt irgendwie ein bisschen nach Pfeffer und wurde dann immer schärfer. Aber der Spieß war super scharf, aber ich wollte extra Spicy Chicken nehmen. Aber die waren echt lecker, aber die hätten wirklich heißer sein können. Aber ja, ich hätte nicht gedacht, dass die Nudelsuppe für mich gewinnen wird. Echt nicht? Ich dachte, die Pizza, die sah gut aus, oder? Die sah gut aus, Leute. Wer ist Team Pizza? Was mögt ihr lieber, Pizza oder Nudelsuppe? Schreibt es mal jetzt in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns später wieder, wenn ich mir noch einen Mitternachtssnack oder so hole. Und das vielleicht bei GS25, da war ich jetzt noch nicht. Und dann bin ich done. Ich bin fertig mit Convenience Store. Ich glaube, ich werde danach erstmal keinen mehr betreten. Leute, es ist jetzt Zeit für einen Mitternachtssnack. Für die Wissenschaft und nur für euch. Eigentlich bin ich super voll, aber ich dachte mir, wenn, dann gebe ich alles. Und ich gehe jetzt auch noch zu GS25. Zu dem Laden sind wir ja noch nicht gegangen. Und da hole ich mir jetzt noch ein Eis zum Schluss, zum Abschluss. Und Nachtisch, hallo, das geht ja irgendwie immer, oder? Findet ihr nicht? Leute, es ist einfach so dunkel. So sieht ein GS25 aus. Und guck mal, wie klein der ist. Der ist so mini. Gruselige Ecke hinter mir, die auch komischerweise irgendwie fokussiert wird. Hallo? Ich habe mir so ein Fischeis hier geholt mit Popcorn-Geschmack. Das ist einfach mal eine Waffel und die esse ich jetzt hier draußen. In der gruseligen Ecke hier. Neben dem GS25. Einfach mal eine richtig creepy Ecke. Leute, die sieht wirklich gruselig aus. Jetzt sieht die gerade heller aus in der Kamera, als sie wirklich ist. Aber egal. Wir vergessen das jetzt einfach mal. Wir essen jetzt dieses fette Eis. Guckt euch mal dieses fette Eis hier an. Okay, 3, 2, 1. Schmeckt aber gar nicht so arg nach Popcorn, sondern eher mehr nach Karamell. Ist auch gar nicht so süß. Und oben ist so eine Karamellsoße drauf. Bester Late-Night-Snack, Leute. Midnight-Snack. Und ich werde jetzt zurückgehen und dann bin ich fertig mit der Challenge, Leute. Ich kann nicht mehr. Und ich werde jetzt an dieser Stelle hier das Video beenden. Ich hoffe, euch hat die 24-Stunden-Convenience Store Challenge gefallen. Das Einzige, was ich jetzt nicht mehr sehen kann, sind diese Nudelpackungen. Leute, ehrlich jetzt? So ein Tag ist das ja ganz nice und so, das auch Ganze mal auszuprobieren und so. Aber ich würde das eigentlich niemals vorziehen. Also so eine Nudelsuppe vor dem Essen, was du hier essen kannst. Du kannst so coole Sachen auch teilweise halt ja vor der Tür essen. In so Restaurants und es ist gar nicht mal so teuer. Aber die haben schon eine coole Auswahl. Für mich hat übrigens eher der
japanische Convenience Store gewonnen, im Gegensatz zu dem koreanischen, weil die einfach noch viel mehr Auswahl haben, noch mehr frischere Sachen und da gibt es einfach für jeden etwas, aber trotzdem nice to have. Also ich bin schon neidisch auf die Leute hier, dass sie das haben, weil wir haben es nicht. Ich wünschte, wir hätten auch sowas und nicht nur Tankstelle und sowas, ne? Das ist meine Meinung, aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Sachen fandet und könntet ihr euch vorstellen, das 24 Stunden zu essen und wünscht ihr sowas euch auch in Deutschland? Lasst es mich unbedingt wissen und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so super lieb. Bye!